Laufen ist ja eigentlich ein ziemlich einfacher Sport. Alles, was man braucht, sind Laufschuhe, man geht raus, man läuft, ist ein Läufer, fertig. Und man braucht nicht unbedingt Wissen von außen, um den Sport zu machen und auch an dem Sport besser zu werden. Also ich selbst bin bestimmt 3 Jahre lang gelaufen, ohne mich jemals damit auseinanderzusetzen, wie man überhaupt trainiert, wie man besser werden kann und so weiter. Und es hat trotzdem funktioniert. Aber als ich das erste Mal angefangen habe, mit einem Trainingsplan zu trainieren, den ich im Internet gefunden habe, da habe ich dann gemerkt, dass doch einige Fragen bei mir aufgekommen sind. Sowas wie, was ist eigentlich dieses 80-20-Laufen, über das alle reden? Warum soll ich 80% meiner Läufe langsam machen, wenn ich dann in dem 5-Kilometer-Wettkampf ganz viel schneller laufen will? Wie soll das überhaupt funktionieren? Oder auch so andere Sachen wie, ich will jetzt 4-mal in der Woche laufen, aber ich arbeite noch nebenbei Vollzeit. Wie soll ich das dann eigentlich machen? Oder was kann ich machen, was würde mir vielleicht helfen, wenn ich laufen will, aber gerade irgendwie überhaupt keine Lust habe, es draußen regnet oder so und am liebsten gar nicht rausgehen würde? Gibt es da irgendwie Strategien, die mir helfen würden? Und in diesem Video möchte ich euch 3 Bücher vorstellen, die mir total geholfen haben, diese Fragen zu klären und die wirklich jeder Läufer gelesen haben sollte. Und ich bin überzeugt davon, dass egal ob ambitionierter Marathonläufer oder auch Freizeitläufer, in diesen Büchern Wissen steckt, was jedem weiterhelfen kann. Nur als kleiner Hinweis vorweg, ich habe all die 3 Bücher, die ich vorstellen möchte, auf Englisch gelesen, weil ich finde, dass man diese Bücher sehr gut auf Englisch lesen kann. Sie sind leicht verständlich, auch auf Englisch, aber alle diese Bücher gibt es natürlich auch auf Deutsch und ich werde euch in der Beschreibung sowohl die englischen als auch die deutschen Titel verlinken. Das erste Buch, was ich jedem Läufer empfehle, hat nicht unbedingt nur mit dem Laufen zu tun im Vergleich zu den anderen beiden Büchern, die ich noch vorstellen möchte, aber für mich ist es auf jeden Fall auf Platz 1 und zwar Atomic Habits von James Clear oder auf Deutsch die 1%-Methode, ein sehr bekanntes Buch im Moment. Da geht es im Prinzip darum, wie man ganz, ganz kleine und leichte Gewohnheiten so in seinen Alltag integriert, dass man größere Ziele, die man sich vorgenommen hat, viel, viel leichter erreichen kann. Also als Beispiel, wenn dein Ziel ist, dass du 4-mal in der Woche morgens vor der Arbeit laufen gehen möchtest, aber noch nicht genau weißt, wie du es anstellen sollst und es dir schwerfällt, dann kannst du zum Beispiel die Gewohnheit entwickeln, dass du die Sachen, die du zum Laufen anziehst, die abends schon an einen Ort legst, wo du sie morgens nach dem Aufstehen auf jeden Fall als allererstes finden wirst. Zum Beispiel, wenn du als allererstes morgens immer ins Badezimmer gehst, um dein Gesicht zu waschen, dann solltest du die Sachen auf jeden Fall dorthin legen, weil dann wirst du sie wiederfinden und musst nur daran denken, diese Laufsachen anzuziehen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr groß, dass du tatsächlich rausgehen wirst und wie vorgenommen deinen Lauf vor der Arbeit machen wirst. Und in diesem Buch werden ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten für so kleine Gewohnheiten wie eben abends die Klamotten zurechtzulegen, vorgestellt, die einem dann dabei helfen, seine größeren Ziele auch zu erreichen, ohne so viel darüber nachdenken zu müssen. Und das lässt sich nicht nur aufs Laufen übertragen. Das Buch ist so geschrieben, dass man das eigentlich auf alle Bereiche in seinem Leben übertragen kann. Auf alle größeren Ziele, sage ich mal, die man sich vorgenommen hat. Und bei mir war das zum Beispiel so, bevor ich dieses Buch gelesen habe, habe ich immer sehr, sehr damit gestruggelt, das Krafttraining zu machen, was ich eigentlich sehr gerne machen wollte, weil ich einfach wusste, es ist für mich wichtig, auch für mein Laufen. Aber das ist eine Sache, die mir einfach total schwer fällt. Und nachdem ich jetzt dieses Buch gelesen habe, habe ich es geschafft, eine Routine zu entwickeln, dass ich 2- bis 3-mal in der Woche vor der Arbeit morgens 30 Minuten Krafttraining mache. Ich denke überhaupt nicht mehr darüber nach, ob ich es mache oder nicht. Ich habe meine Routine so entwickelt, dass ich es einfach mache, ohne darüber nachzudenken. Und deswegen bin ich der Meinung, dass jeder Läufer, egal jetzt ob ambitionierter Marathonläufer oder auch Freizeitläufer, wirklich von diesem Buch profitieren kann und auch ganz unabhängig vom Laufen, also auch für andere Bereiche in seinem Alltag, würde ich sagen, ist dieses Buch echt eine Nummer 1 Empfehlung von mir. Das zweite Buch, was meiner Meinung nach jeder Läufer gelesen haben sollte, hat direkt etwas mit dem Laufen zu tun, und zwar 80-20 Running von Matt Fitzgerald oder auf Deutsch die 80-20-Methode. Die 80-20-Methode bedeutet, dass man 80% seiner Läufe langsam läuft. Also das bedeutet,
dass man so läuft, dass man sich während des Laufens noch angenehm mit einer anderen Person unterhalten könnte und nur 20% der Läufe tatsächlich schnell läuft, also Intervalltraining macht oder Tempoläufe. Und selbst dann, wenn man plant, einen Marathon zum Beispiel mega schnell zu laufen, auch dann trainiert man nach dieser Methode, weil, und das wird in diesem Buch erklärt, man eben mit dieser 80-20-Methode das Beste aus seinem Laufen herausholen kann, ohne Gefahr zu laufen, dass man in ein Übertraining kommt. Und auch die schnellsten Läufer dieser Welt, die Eliteläufer, trainieren eben nach genau dieser Methode, die in dem Buch vorgestellt wird. In diesem Buch findet ihr wirklich sehr, sehr viel umfassendes Wissen über die wissenschaftlichen Hintergründe, was eben passiert, wenn man läuft und wenn man trainiert und wenn man lange Läufe macht. Und ich möchte euch jetzt aber mal 2 Erkenntnisse vorstellen, die für mich wirklich total neu waren in diesem Buch und an die ich bis heute auch zurückdenke, wenn ich an dieses Buch und an das Laufen an sich denke. Und das Erste, was ich gelernt habe, ist, wenn man jetzt zum Beispiel für einen Wettkampf, für eine längere Strecke trainiert, also einen Halbmarathon oder auch einen Marathon, dann macht man ja eben im Training immer diese Langläufe jede Woche. Und ich dachte immer, dass man das alleine aus dem Grund macht, weil man eben seinen Körper physiologisch daran anpassen will, dass man so lange läuft, also dass die Ausdauer sich steigert, wenn man zum Beispiel 2 oder 3 Stunden läuft, und auch die Muskeln und Sehnen müssen sich ja anpassen an diese längere Belastung. Und das ist ja dann eben auch das, was man für so einen längeren Wettkampf dann einfach braucht, um sich darauf vorzubereiten im Training. Aber was ich gelernt habe in diesem Buch, ist, dass eben nicht nur diese körperlichen Anpassungsreaktionen stattfinden auf den Langläufen, sondern vor allem auch eine ganz wichtige Sache, die im Gehirn passiert. Das ist, Langeweile auszuhalten. Weil was passiert, wenn man, sagen wir mal, 3 Stunden Longrun macht? Nach 2 Stunden hat man eigentlich keine Lust mehr. Also es ist vielleicht noch nicht super anstrengend, weil man ja auch in einem langsamen Tempo dann unterwegs ist, aber man hat einfach keine Lust mehr. Aber wenn man sich dann bewusst dafür entscheidet, diese Langeweile auszuhalten und darüber hinaus weiterzulaufen, dann lernt das Gehirn eben, okay, es ist in Ordnung, uns ist langweilig, wir laufen trotzdem weiter. Und das ist genau das, was man dann zum Beispiel auf den letzten 10 Kilometer vom Marathon braucht. Diese mentale Stärke auch, sich zu sagen, ich kann nicht mehr und ich habe keine Lust mehr, aber ich mache jetzt trotzdem weiter damit. Und das ist eben genau das, was man lernt, was das Gehirn lernt, wenn man auf diesen langen Läufen unterwegs ist. Und die zweite Sache, die ich in diesem Buch gelernt habe und die für mich wirklich neu war, ist, wenn man läuft und das nur lange genug macht, und damit meine ich mehrere Jahre, dann wird man von ganz allein ein guter Läufer. Und mit guter Läufer meine ich, dass das Gehirn selbst für den eigenen Körper lernt, was ist eine gute Laufform. Also eine gute Laufform, die einem selbst ermöglicht, effizient zu laufen. Und das heißt eben auch, dass wenn man das jahrelang macht, dass man dann sozusagen mit weniger Aufwand schneller auch laufen kann. Es ist nämlich so, wenn man läuft, dann ist jeder Schritt, den man macht, ein ganz klein bisschen anders. Also der Körper variiert immer ein ganz wenig darin, welche Muskeln wie stark kontrahieren und wie der Bewegungsablauf ist. Und was dann passiert, ist, dass bei jedem Schritt vom Gehirn immer erfasst wird, wie effizient jetzt quasi dieser Schritt war, also die Art von Bewegungsablauf, die Muskelkontraktion. Und dann ist es eben so, dass wie von ganz alleine über die Zeit hinweg, wie gesagt, über auch Jahre hinweg, das Gehirn wie von ganz alleine optimiert, was für einen selbst eben der optimale Laufstil ist. Also der eben für einen selbst am effizientesten ist und der einem dann eben auch erlaubt, dass das Laufen sozusagen mit der Zeit einfacher wird und das, obwohl man vielleicht sogar schneller wird in diesem Prozess. Das ist für mich eine Sache, die eben total neu war in diesem Buch. Also wie gesagt, dieses Buch ist voll von Wissen über die physiologischen Prozesse, die eben im eigenen Körper passieren, wenn man läuft, und ich kann es nur jedem Läufer sehr ans Herz legen. Das letzte Buch, was ich vorstellen möchte, ist auch von Matt Fitzgerald, und zwar How Bad Do You Want It? Und in diesem Buch geht es nicht so sehr um physiologische Hintergründe, sondern vielmehr um die mentale Seite im Ausdauersport. Und es geht um verschiedene Ausdauersportarten, also nicht nur Laufen, sondern auch sowas wie Triathlon oder Rudern. Und in dem Buch gibt es 12 Kapitel und jedes der Kapitel behandelt die Geschichte von einem Athleten. Und es sind immer Athleten, die in irgendeiner Weise eine körperliche Einschränkung hatten oder vielleicht auch irgendwie eine bestimmte Herausforderung in ihrem Leben hatten, die sie überwinden mussten. Aber es sind immer Athleten, die am Ende
richtig erfolgreich waren. Oft sind es welche, die am Ende eine olympische Goldmedaille gewonnen haben oder auch eine Weltmeisterschaft gewonnen haben. In diesem Buch werden aber nicht einfach so anekdotisch 12 Geschichten von super erfolgreichen Athleten vorgestellt, sondern es geht immer darum, anhand dieser Geschichten wieder die wissenschaftlichen Hintergründe darzulegen. Und die Message, die das Buch eigentlich rüberbringt, ist, egal ob man irgendeine körperliche Einschränkung hat oder sowas, wenn man das richtige Mindset hat und mit dem richtigen Mindset an die Sache rangeht, dann kann man richtig erfolgreich in seiner Sache werden und am Ende vielleicht sogar der Weltbeste darin werden. Ein Beispiel für eine solche Geschichte ist zum Beispiel das Kapitel 7 mit dem Titel Today's Weakness, Tomorrow's Strength. Also, was heute deine Schwäche ist, könnte morgen deine Stärke sein. Und zwar geht es in diesem Kapitel um 2 neuseeländische Ruderer, die eigentlich nicht so die optimalen Körperproportionen aufweisen, um gute Ruderer zu sein. Es geht da, glaube ich, überwiegend um Körpergewicht, um Muskelmasse, aber auch um das Verhältnis von Armlänge zu Körpergröße. Und bei diesen beiden Ruderern war das eben überhaupt nicht optimal, aber sie haben am Ende gegen 2 andere Teams, die weitaus bessere Proportionen hatten, olympisches Gold gewonnen. Und wie haben sie das gemacht? Ihnen wurde ihr ganzes Leben eigentlich erzählt, dass sie keine guten Ruderer sind, dass die Proportionen nicht optimal sind und dass sie sich nicht vielleicht doch einen anderen Sport suchen sollen, in dem sie besser werden mit diesen körperlichen Gegebenheiten. Aber die beiden haben genau das, also dass ihnen immer erzählt wurde, dass sie nicht dafür gemacht sind, dass sie nicht gut genug sind, haben sie als Motivation genutzt, um es diesen Leuten zu zeigen und die Besten ihrer Sportart zu werden. Und ich meine, sie haben es geschafft. Sie haben am Ende olympisches Gold gewonnen. Und die Message in diesem Kapitel ist eben, körperliche Gegebenheiten sind nicht alles. Also es kann alles andere als optimal sein, aber wenn man selbst tief in seinem Herzen davon überzeugt ist, dass man gut genug ist, dann kann man eben genau das zu seiner Stärke machen, indem man sich selbst sagt, ich bin gut genug und ich werde es allen anderen zeigen und ich werde es schaffen. Also, How Bad Do We Want It von Matt Fitzgerald war auch eins meiner Lieblingsbücher. Ich habe jedes der 12 Kapitel gerne gelesen. Ich fand es schön, dass eben sowohl wissenschaftliche Hintergründe erklärt wurden, aber eben anhand dieser 12 individuellen Geschichten. Es war sehr gut zu lesen und auch das kann ich wirklich nur jedem Läufer wärmstens ans Herz legen. Das waren die 3 Bücher, die ich jedem Läufer empfehlen kann. Wenn ihr auch noch andere Bücher kennt, die ihr selbst gelesen habt und wo ihr auch meint, dass jeder Läufer davon profitieren würde, dann schreibt das ruhig mal in die Kommentare. Und vielleicht gibt es auch Bücher, die ihr hier sehr interessant fandet, wo ich nochmal ins Detail gehen soll, dann schreibt mir auch das einmal in die Kommentare. Und es wird bald auch noch ein zweites Video geben mit 3 weiteren Büchern, die ich auch wirklich sehr, sehr hilfreich fand. Vielen Dank, dass ihr das Video geschaut habt und wenn euch die Bücher gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dem Video ein Like gibt, damit das Video auch noch andere Leute erreichen kann, die sich dafür interessieren. Und wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann folgt doch auch gerne meinem Kanal und abonniert, denn bei meinem Kanal geht es nicht nur um das Laufen an sich, sondern auch um all die anderen Dinge, die damit zu tun haben, wie beispielsweise mentale Herausforderungen, die der Laufsport mit sich bringt. Folgt mir für mehr Videos und bis zum nächsten Mal.